Da ich ja nicht nur in der Vergangenheit leben kann und mir auch gerne mal aktuellere Strategiespiele anschauen möchte, passte es wie die Faust aufs Auge, dass mich der gute Tim von PlayOn, ehemals Koch Media Deep Silver, dank eines Keys auf einen Titel aufmerksam machte, den ich sonst wahrscheinlich verpasst hätte. Es geht dabei um Crossfire Legion, dessen Verwandter in einem ganz anderen Genre angesiedelt ist. Das normale Crossfire ist ein klassischer Online-Shooter, den es auch schon seit gefühlten Ewigkeiten gibt. Ich selbst habe den nie gespielt, sondern immer nur durch meine Freunde davon gehört. Wenn ich mit Benny, einem meiner Klassenkameraden, damals über den Schulhof geschlendert bin, kam ab und zu einer aus der Parallelklasse und sagte: „Ey Benny, lass mal nach der Schule eine Runde Crossfire spielen." Soweit ich weiß, hat Benny dann nach der Schule keine Runde Crossfire mit ihm gespielt. Als ich Crossfire Legion installiert hatte, habe ich Benny auch gefragt, ob wir eine Runde spielen wollen. Das lehnte er komischerweise ebenfalls ab. Naja, was soll's. Weil ich Strategiespiele ungern gegen Fremde spiele, habe ich mir direkt die Singleplayer-Modi von Crossfire Legion angeschaut. Nee, stimmt nicht ganz. Zuerst habe ich mir einen netteren Avatar ausgesucht. Ach, der ist doch ganz sympathisch. Neben den klassischen Skirmish-Partien gegen die KI gibt es auch eine recht umfangreiche Kampagne, auf die ich mich zuallererst gestürzt habe. Diese ist in 4 Akte aufgeteilt, welche wiederum in einzelne Missionen gegliedert sind. Insgesamt 15. Im Fokus stehen die 3 Fraktionen Blacklist, Global Risk und New Horizon, alle mit ihren eigenen Einheiten und Zielen. Wobei ich zugeben muss, dass ich nicht zu 100% hinter die Geschichte gestiegen bin. Dafür waren es mir ein wenig zu viele Anglizismen und Standard-Sci-Fi-Begriffe, die in meine Richtung geschmissen wurden. Die Befragung von Stalker gab Aufschluss über Blacklists nächstes Vorgehen. Die Blacklist-Truppen stehlen mit Hilfe von entschlüsselten Global Risk-Daten Technologie und greifen geheime Standorte an. Nicht einmal Warden weiß genau, wonach sie dort suchen. Freefall beschafft experimentelle Technologie aus diesem Global Risk-Hafen. Sie ist Teil des geheimen Forschungsprojekts New Horizon Research. Eingeleitet werden die Missionen mit ganz netten Zwischensequenzen und Lageberichten, die einen auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten. Das hat mich stark an Command & Conquer erinnert, wo man auch immer kurz gebrieft wurde, bevor es losging. Die Missionen selbst sind vom Aufbau etwas unterschiedlich. Mal muss man mit einer vorgegebenen Anzahl an Einheiten bestimmte Missionsziele erreichen. Bestätigt. Und dann wiederum startet man häufiger auch mit einer Basis und muss sich dann durch eine ganze Karte vorarbeiten oder eher schießen. Dabei erinnerte mich das Gameplay auch an Command & Conquer oder StarCraft. Man verbringt also nicht so viel Zeit mit dem Basenbau, sondern lässt sich seine Gebäude kurz anliefern, um dann schnell Einheiten zu produzieren und in den Kampf zu schicken. Aktion einleiten. Jede Fraktion besitzt unterschiedliche Truppenzusammensetzungen. Das ist etwas, was ich erst im Verlauf der Kampagne gecheckt habe. Ich hatte mich nämlich gewundert, wieso ich in Mission A die und die Einheiten hatte und in Mission B mit derselben Fraktion plötzlich ganz andere. Durch diese Mischung bleiben die Missionen erfrischend, weil man so seine Strategie an die Zusammenstellung der Armee anpassen muss. Dieser Aspekt findet sich auch in den Skirmish-Partien wieder, doch dazu später mehr. Man kann seine Hauptbasis bis zu 2-mal verbessern, um so sein Bevölkerungslimit zu erhöhen und weitere Gebäudestufen und somit Einheiten freizuschalten. Für alle diese Einheiten kann man auch spezielle Fähigkeiten erforschen, die man dann in der Schlacht einsetzen kann. Da habe ich dann gemerkt, dass ich für so massives Mikromanagement nicht wirklich gemacht bin. Dennoch habe ich mein Bestes gegeben und die Fähigkeiten so oft wie möglich eingesetzt. Neben den Fähigkeiten der Einheiten gibt es auch die sogenannten Commander-Fähigkeiten. Davon gibt es je Commander 2 Stück. Durch das Töten feindlicher oder den Verlust eigener Einheiten füllt sich die Kommandopunkteleiste unten links. Hat man genug Punkte gesammelt, kann man beispielsweise seine Einheiten in einem Gebiet buffen und heilen. Bombardiert diese Koordinaten. Oder einen Luftschlag auf die feindlichen Einheiten einsetzen. Das finde ich eine coole Idee und hat mir in einigen Situationen sehr geholfen. Natürlich gibt es auch Fähigkeiten, die man mal besser, mal schlechter gebrauchen kann. Insgesamt waren sie aber größtenteils sehr nützlich. Alles in allem habe ich für die Kampagne etwa 6 Stunden gebraucht und war die meiste Zeit gut unterhalten. Eine erzählerische Meisterleistung solltet ihr hier jetzt nicht erwarten und auch die Missionsabläufe sind, wenn auch abwechslungsreich, nie komplett unvorhersehbar. Doch sie ist insgesamt sehr solide. Übrigens gehöre ich nun zu den oberen 4% der Spieler, die die Story komplett durchgespielt haben. Da ist, glaube ich, etwas Applaus angebracht.
Danke. Weitermachen. Etwas negativ finde ich, dass man während der Mission nicht frei speichern kann, wie man es eigentlich in jedem anderen Strategiespiel kann. Ich verstehe auch nicht ganz, wieso man das nicht darf, zumal durch die Speicherpunkte, die automatisch gesetzt werden, mehr Probleme entstehen. So werden die Timer für die Commander-Fähigkeiten beim Neuladen eines Speicherpunkts wieder so zurückgesetzt, dass man auf den Einsatz der Fähigkeiten warten muss, denn die sind am Anfang einer Partie noch für ein paar Minuten gesperrt. In einer Mission mit Zeitlimit ist das eher suboptimal, wenn man die Fähigkeiten braucht und eigentlich schon einsatzbereit hatte, bevor man die Mission neu laden musste. So einen vermeintlich kleinen Bug mit großer Auswirkung gab es auch noch woanders. In einer bis dahin sehr coolen Mission baute ich eine zweite Basis, weil ich dachte, ich könne so mein Bevölkerungslimit noch weiter anheben. War aber nicht der Fall. Das wäre an sich auch nicht so schlimm gewesen. Allerdings ist die Mission so gestaltet, dass kurz vor Ende eine große Anzahl Feinde spawnt und versucht, ein Ziel anzugreifen. Die zweite Basis stand ihnen dabei im Weg. Vollkommen nackt und ohne Verteidigungsanlagen, weil wieso sollte ich eine an sich nutzlose Basis unbedingt verteidigen? Ressourcen konnte ich in meiner Hauptbasis problemlos sammeln, da die Vorkommen in der Kampagne immer endlos sind. Nun schossen die Feinde auf die Basis und als sie zerstört war, hatte ich die Mission verloren, weil das Spiel irgendwie dachte, dass das meine Hauptbasis war. Der automatische Speicherpunkt konnte mir auch nicht helfen, da der direkt vor der Invasion der Feinde gesetzt wurde. Und somit musste ich die ganze Mission nochmal von vorn spielen. Ohne zweite Basis. Also rund 35 Minuten, um die letzten 2 Minuten der Mission zu überstehen. Damit war ich nicht alleine und es ist ärgerlich, dass ein solcher Schluckauf die Stimmung killt. In der Mission fehlten gegen Ende auch 1-2 Brocken Sprachausgabe. Zwar wurde der Text eingeblendet, aber keine Audiospur abgespielt. Mehrere Feinde. Nein, die anderen. Im Gefecht mit feindlicher Infanterie. Greifen kleinen HQ. Verstanden. Ein anderer minimaler Stimmungskiller war für mich auch, dass die Einheiten nur sehr wenige Voicelines haben. Eine fürs Auswählen, eine fürs Bewegen und eine fürs Angreifen. Gebe ich mehrere Gebäude in Reihenfolge in Auftrag, klingt das gerne mal so. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Ansonsten sind mir, mit Ausnahme einiger Known Issues, die die Entwickler schon auf dem Schirm haben, um sie zu fixen, aber keine weiteren technischen Mängel aufgefallen. Neben der Kampagne gibt es eben die Skirmish-Modi, die hauptsächlich im Multiplayer gespielt werden sollen. Denn man muss erstmal eine Lobby erstellen, bevor man die freien Slots mit Bots auffüllen kann, um auch mal alleine gegen die zu spielen. Lediglich die 2 Koop-Karten kann man nicht mit einem KI-Kumpan angehen. Wer also keine Freunde hat... Lasst mich nochmal einen kurzen Überblick über die 3 Fraktionen im Spiel geben. Die Blacklist sind eine Gruppierung von Rebellen und führen viele schnelle, etwas schwächere Einheiten in die Schlacht, die haben aber auch mit dem Crocodile eine Glaskanone, die alles wegbrutzelt, wenn man sie nur machen lässt. Neues Ziel. Neues Ziel. Crocodile bereit. Global Risk, in der Story die bösen Militärmenschen, bringen mehr oder weniger die Standardtruppen mit, also Soldaten und jede Menge leichte und schwere Panzerfahrzeuge, die leider gegnerische Einheiten nicht überfahren können, wie beispielsweise in Command & Conquer. Verstanden, geh los! Und dann gibt es noch die Boys und Girls von New Horizon, die hochentwickelte Mech-Truppen für den Gegner bereithalten, die neben der normalen Lebensenergie auch noch einen Schild besitzen. Ich hatte bei denen in der Kampagne schon etwas das Gefühl, dass die minimal overpowered sind, weil die Einheiten viel aushalten und ordentlich Schaden austeilen. Gerade die riesigen Mechs sind irre stark und nur mit gebündelter Kraft zu bezwingen. Wie vorhin angeschnitten, hat jede der Fraktionen mehrere unterschiedliche Einheitentypen. Diese kann man sich im Skirmish aussuchen. Man kann seinen Commander und somit seine Fähigkeiten wählen und dann jede einzelne Einheit aussuchen. Also welche Einheit soll den Standard-Infanterieslot belegen, welche Flugeinheit oder welchen Panzertypen möchte man mitnehmen. Da kann ich mir also meine priorisierte Kombination zusammenstellen und auch abspeichern, um damit in die Partie zu gehen. Löblich ist auch, dass man sich alle Einheiten und deren Statuswerte und Fähigkeiten im Hauptmenü anschauen kann, sogar mit Videos.
Auf den Skirmish-Karten gibt es dann auch endliche Ressourcenquellen, wodurch man sich über die Karte bewegen und weitere Vorkommen erschließen muss. Etwas irritiert war ich kurz, weil das Einheitenlimit anders angehoben wurde als noch in der Kampagne. Doch das war schnell drin. Schlussendlich würde ich sagen, dass Crossfire Legion das Rad jetzt zwar nicht neu erfindet und auch nicht an die Qualität der Klassiker herankommt, doch ich war überrascht, dass mich die Kampagne gut unterhalten und das grundsätzliche Spielgefühl abgeholt hat. Außerdem ist es schön zu sehen, dass sich mal wieder jemand an ein Echtzeitstrategiespiel wagt und das auch ernsthaft durchzieht. Leider scheinen nicht so viele Spieler aktiv zu sein, weshalb man sich schon zu Matches mit seinen Freunden verabreden sollte, um es online zu spielen. Aber, kleiner Spoiler, zum Ende der Kampagne klang es so, als könnten eventuell noch weitere Singleplayer-Inhalte folgen. Ob es dazu kommt, weiß ich nicht, das wird sich zeigen. 30 € sind ein vertretbarer Preis, aber vermutlich würde ich noch auf einen Sale warten. Vielleicht spielt dann auch Benny eine Runde mit mir.